Der Räuber Hotzenplotz ist eine Figur des Kinderbuchautors Ottfried Preußler. Hallo zusammen, ich bin wieder mal im Wald unterwegs. Heute auf den Spuren des Räubers Hotzenplotz. Es wird bestimmt sehr interessant und voller Abenteuer. Begleitet mich ein Stück. Einzigartige Biotope, wie zum Beispiel das jetzt hinter mir. Wald, schöne Aussichtspunkte, Wildblumen und Pilze, wunderbar in die Natur integrierte Spielgeräte und Ruheplätze, aus Holz liebevoll gestaltet, verbunden mit der Geschichte des bekannten Räuber Hotzenplotz, lassen nicht nur Kinderherzen höher schlagen, nein, es macht auch sehr viel Spaß als Erwachsener, den abwechslungsreichen Weg mitzugehen. Zum einen hat man Freude, seinen Kindern beim Spielen und Entdecken zuzuschauen und zum anderen kann man selbst die Natur genießen. Kinder können spielerisch und ein bisschen mit Abenteuer verbunden in 2x4 Kilometer Länge den Erlebnispfad durchstreifen. Und so ganz nebenbei und unauffällig können wir unseren Kleinen die schöne Natur näher bringen und verinnerlichen. Denn unsere Kinder brauchen die Natur noch etwas länger als wir und sie sollten sie mit allen Sinnen schätzen lernen. Der Räuberpfad befindet sich im Schwarzwald in der Ortenau, bei Gengenbach im Kinzigtal. Hier in der Gemeinde Strohbach geht es rechts zum kleinen Räuberpfad. Das sind 4 Kilometer und 11 Stationen mit interaktivem Quiz. Und links geht es zum großen Räuberpfad. Die beiden Pfade liegen circa 1 Kilometer auseinander. Wir gehen zuerst zum kleinen Räuberpfad. Nach rechts. Natur erleben, Natur verstehen, Natur schützen. Das ist unsere Devise. Hier am Unkenbrunnen können wir erst einmal auf den hölzernen Stegen bis zum See balancieren. Dann geht's los auf den Spuren des Räubers. Der Räuber Hotzenplotz wurde beobachtet, wie er eine Kiste in den Wald geschleppt hat. Wir folgen jetzt den Spuren von Hotzenplotz entlang des Räuberweges. Wir wollen ja wissen, was er in der Kiste versteckt hat und wo sich die Kiste befindet. Also kommt mit. Die Nase des Zwerges zeigt uns die Richtung an. Das ist Sauerklee. Den kann man sogar essen. Oho, ich habe sie entdeckt. Die Höhle des Räubers Hotzenplotz. Na, da werden wir jetzt mal hineinschauen. Mal sehen, ob er zu Hause ist. Oder ob er irgendwas versteckt hat in der Höhle. Na, dann schauen wir mal. Vorsicht! Kinder, ich habe es entdeckt. Der Räuber hat eine Schatzkiste versteckt. Wollt ihr auch mitschauen? Achtung! Wow! Die Schatzkiste des Räubers. Was hat er denn darin versteckt? Aber ich glaube, das findet ihr am besten selbst heraus, wenn ihr mal diesen Pfad lauft. Oh, hier. So eine richtige Räuberhöhle. Oh, Steine und Holz und Wurzeln. Und jetzt gehen wir weiter. Die Nase des Zwerges schaut nach rechts. Also müssen wir rechts den Weg hochgehen. Diesen Weg. Diese Tafeln,
die überall in Abständen auf den beiden Räuberpfaden angebracht sind, informieren auf einer Seite über Flora und Fauna und beinhalten ein interaktives Quiz auf dem kleinen Hotzenplotzpfad. Und auf der anderen Seite der Tafel gibt es die Geschichte des Räubers, verbunden mit dem Weg und den Aktivitäten des jeweiligen Standortes. Hier sind wir am Zapfenhutball. Da kann jeder seine Treffsicherheit überprüfen. Ein absolutes Negativbeispiel. Eine weggeworfene Babywindel zwischen den Spielgeräten. Gerade Erwachsene sollten sich beispielhaft in der Natur verhalten. Das ist ein richtiger Wurzelweg. Augen auf, damit man nicht fällt. Wie gemalt. Wunderschöne Pilze im April. Eine natürliche Schranke. Das ist ein total schief gewachsener Baum. Auch mal sehr interessant. Kraftprotze. Hier können Kinder oder auch ihre Eltern durch Hochheben der Holzstücke die Schwere der verschiedenen Holzarten prüfen. Und daneben gibt es einen steinernen Schleichpfad des Räubers. Über der Höhle ist ein schöner Rastplatz mit Blick nach Gengenbach und ins Kinzigtal. Und jetzt gehen wir auf Spurensuche. Wer ist denn da gelaufen? Oh, ich weiß, die großen Spuren sind vom Räuber. Und die kleineren? Augen auf! Auch so etwas will entdeckt sein. Zunderpilze an einem abgestorbenen Baumstumpf. Das ist ein Iluxstrauch, zu Deutsch eine Stechpalme. Schön, aber die Beeren und die Blätter sind giftig. Und hier kommen wir an das Baumhaus Adebar. Wie ihr bestimmt wisst, ist Adebar der Storch. Mit einem riesen Fernrohr könnt ihr ins Kinzigtal und über die Stadt Gengenbach schauen. Im Hintergrund die Berge des Schwarzwaldes. Oh Kinder, schaut mal, da haben andere Plastikmüll ganz einfach hier im Wald weggeschmissen. Ihr wisst ja, die Natur und die Tiere des Waldes wollen das gar nicht haben. Nein, sie ärgern sich mächtig über solche Menschen, die das tun. Also, denkt bitte daran, Verpackungen, selbst kleines Bonbonpapier, erst zu Hause in den gelben Sack zu stecken. Die Fledermausohren. Versetzt euch in eine kleine Fledermaus, die so riesige Ohren hat, dass sie alles hört. Ihr könnt vielleicht den Räuber mit diesen großen Ohren durch den Wald schleichen hören. Das Biotop. 4 Kilometer sind wir gelaufen und sind wieder am Ausgangspunkt des kleinen Hotzenplotzpfades angekommen. Wenn ihr Lust habt, begleitet mich noch zum großen Räuberpfad. Wir fahren 1 Kilometer mit dem Auto wieder nach Strohbach zurück. Am Parkplatz des großen Räuberpfades angekommen, gehen wir gleich los, um den Räuber zu suchen. Natur erleben, Natur verstehen, Natur schützen. Springe wie ein Grasfrosch. Wer springt am weitesten in der Sprunggrube?
nur ein kurzer Sprung, die Großmutter. Etwas weiter springt schon die Witwe Schlotterbeck. Noch weiter der Polizist Dimpfelmoser. Springst du vielleicht so weit wie Seppel oder gar wie Kasperle? Wenn du es schaffst, so weit wie der Räuber zu springen, dann bist du der Sieger. Nach dem großen Springen geht unser Weg hier weiter. Eine verzauberte Fee und die Räuberfalle. Wenn ihr genug Kraft und Mut habt, dann könnt ihr diesen Hang hochklettern, bis zu den Wurzeln des Baumes, um den Baum herum und wieder herab. Dabei könnt ihr euch auch gut am Seil festhalten. Unterwegs die verschiedenen Wildblumen. Versucht auch ihnen ein bisschen Aufmerksamkeit zu schenken. Sie sind so wertvoll für uns, die Tiere des Waldes und die wenigen Insekten, die es noch gibt. Und das, Kinder, ist ein alter Fuchsbau. Aber ich glaube, das ist auch ein ideales Versteck für einen Räuber. Geht mit! Wir schauen jetzt gemeinsam, ob er sich vielleicht hier versteckt hat. Ich habe noch mal geschaut. Er ist wirklich nicht da. Jetzt suchen wir weiter. Der Summstein. Probiert es ganz einfach aus. Das fetzt. Zapfen, Ziel, Schießen. Und wie ihr seht, macht es nicht nur Kindern Spaß. Hier gibt es Quellwasser. Das ist aber leider kein Trinkwasser. Hier haben wir wieder ein Biotop mit Quellwasser, was dann im Boden versickert. Sehr viele Insekten und Kleinlebewesen sind hier zu Hause. Trittsteine und Waldsofa. Die Trittsteine und die Balancierstämme sind da, dass man im feuchten Waldboden keine nassen Füße bekommt. Und das Waldsofa? Ach, das ist leider schon belegt. Im Biotop hier gibt es auch wieder sehr viele Wildpflanzen. Das zum Beispiel ist Sauerampfer. Er ist essbar. Löwenzahn, sehr bekannt, sehr wertvoll und auch essbar. Außer die Stängel, die sollte man nicht unbedingt verspeisen. Die Hummel, die fühlt sich hier auch sehr wohl. Ich glaube sogar, sie ist auf der Blüte eingeschlafen. Beinwell, eine Heilpflanze, streift mal so wie ich über die Blätter. Die fühlen sich ganz wie Samt an, mit ihren überaus vielen weichen Haaren. Und weiter geht's den Pfad entlang. Ein Baumstamm zum Balancieren. Ab nun müssen wir mal ein ganzes Stück den Weg nach oben gehen, aber da gibt es auch immer wieder was zu entdecken. Zum Beispiel hier ein alter, kranker Baum. Beim letzten starken Wind sind seine letzten Kräfte versagt und es hat ihn geradewegs ausgewurzelt. Aber so ist die Natur. Es kommt weg, was nichts mehr nützt. Und daneben beginnt schon ein neues Leben, ganz von alleine und ohne unsere Einflüsse. Hier sitzt der Räuber Hotzenplotz in einer Seelensruhe mit seiner Pfefferpistole und schaut ins Kinzigtal. Hallo Kinder, ich habe ihn gefunden, den bösen Räuber Hotzenplotz. Das ist ein ganz schlimmer. Soll ich euch mal was erzählen? Er hat nämlich die Großmutter von Kasperle überfallen und hat ihr die Kaffeemühle gestohlen, die sie von Kasperle und dessen Freund Seppel zum Geburtstag geschenkt bekommen hat. Die Großmutter ist ganz traurig, denn die Kaffeemühle konnte nämlich noch ihre Lieblingsmelodie singen, die da heißt: Alles neu macht der Mai. Und jetzt beginnt die Jagd von Kasperle und Seppel nach dem Räuber Hotzenplotz.
Wir werden die Sache mal mit beobachten. Wir gehen ganz einfach den Weg mal mit. Es wird bestimmt sehr abenteuerlich und lustig und es gibt bestimmt auch noch sehr viel zu entdecken. Kommt ganz einfach mit. Jetzt muss ich aber auch gleich erstmal schauen, was man am Räuberausguck so alles sieht. Gleich hier gibt es auch einen schönen Rastplatz. Ideal, eine Pause zu machen und eine kleine Räubermahlzeit einzunehmen. Ihr habt doch bestimmt in eurem Rucksack was dabei. Nach der Pause laufen wir weiter. Achtet auf die Nase des Zwerges. Oh, jetzt wird's gefährlich. Seht ihr auch die Wildschweine? Die Wildschweine sind so zahm, da kann man sich sogar draufsetzen. Ja, sicherlich wisst ihr, dass der Witwe Schlotterbeck ein Fehler beim Zaubern passiert ist. Ihr Hund Wasti wurde versehentlich ein Krokodil. Und hier steht es nun, gelangweilt, und freut sich, wenn jemand kommt, auf ihm Platz nimmt und sich ein Weilchen um ihn kümmert. Der Krokodilshund Wasti. Und hier ist das Krokodil. Das ist der verzauberte Hund Basti. Die Nase des Zwerges schaut nach rechts, also geht es hier auch rechts weiter. Ich bin eine Douglasie, eine Tanne und rund 100 Jahre alt. Aber wie hoch bin ich? Hier steht die Douglasie. Wir sind jetzt schon 25 Meter gelaufen. Also 25 Meter sind wir schon gelaufen, aber sie ist noch viel, viel höher. Jetzt laufen wir weiter. 30 Meter. Aber sie ist noch höher. 40 Meter. Aber immer noch höher. Richtig. Diese Douglasie erreicht sage und schreibe eine Höhe von 45 Metern in 100 Jahren. Seht ihr mich stehen? Die Entfernung beträgt 45 Meter von der Kamera bis zu mir. Also so hoch ist die Douglasie. Und das ist die Zapfe einer Douglasie. Sie ist aber noch von vorigem Jahr. Und an dieser sieht man schön, die Samenkammern sind geöffnet und die Samen sind herausgefallen. Und dann entstehen wieder neue Bäume. Hier endet nun die Jagd nach dem Räuberhotzenplotz. Von ihrem Abenteuer bei der alten Wetterfichte treten die Helden Kasperle, Seppel, Hotzenplotz und Dimpelmoser zufrieden den Nachhauseweg an. Hotzenplotz hat nun die Räuberei an den Nagel gehängt. Wasti ist wieder ein ganz normaler Hund geworden und die Großmutter freut sich an ihrer Kaffeemühle. Die Fee Amaryllis ist erlöst und Witwe Schlotterbeck hat ihre Kristallkugel wieder. Kurzum, alle sind glücklich. Damit endet auch der große Räuberpfad. Im weiteren Wegverlauf erreicht man wieder den Ausgangspunkt am Parkplatz, wo unser Auto steht. Ich hoffe, euch hat unsere kleine Wanderung durch die Natur des Waldes, immer mit einem Auge nach dem Räuber-Hotzenplotz schauend, Spaß gemacht. Und ich würde mir wünschen, dass ihr auch selbst mal diesen schönen abenteuerlichen Weg mit euren Eltern, Großeltern oder auch gemeinsam mit Freunden erlebt. Vielleicht treffen wir uns. Bis dahin grüßt euch ganz lieb Oma Betty.